Heute spreche ich mit Diana. Es geht einmal querbeet durch alle Themen, mit denen man im Alltag als chronische Person in Berührung kommt. Zwangsläufig. Denn was tun, wenn man so krank ist, dass man nicht mehr arbeiten kann? Das und noch viel mehr erfährst du jetzt in der 16. Folge von Vascular Voices. Schön, dass du da bist, zuhörst. Ja, hallo. Schön, dass du da bist und heute deine Geschichte oder dein Thema, was du mitgebracht hast, mit uns allen teilst. Ja, gerne. Das finde ich ganz toll, dass ich die Möglichkeit habe, hoffentlich da einigen auch mithelfen zu können mit meinen Erfahrungen, die ich so die letzten Jahre sammeln musste, aber auch irgendwie durfte. Ja, natürlich, sammelt man da, gerade wenn es über mehrere Jahre hinweg geht, ja, viele, ja, Erfahrungen, teilweise negative, aber auch positive. Ähm, ja, vielleicht wollen wir einfach damit starten, wie es dazu gekommen ist, zu deiner Diagnose und vor allem, welche Diagnose du jetzt bekommen hast. Also meine Diagnose, meine erste größere war 2013, wurde Endometriose festgestellt. Mhm, Mehr so als Zufallsbefund, weil ich immer umgekippt bin, weil es wusste keiner, was damit anzufangen wegen den Schmerzen. Und es wurde immer so als normal abgetan wie bei allen, ne? ja. Und dann hatte ich mich aber im Bad, weil ich halt einfach das Bewusstsein verloren habe, doller verletzt. Ist ja etwas ungünstig und habe dann gesagt: „Okay, ich gehe jetzt ins Krankenhaus und lasse das abchecken, weil es kann ja nicht sein, dass das immer wieder passiert", ne? Und die hatten dann relativ schnell den Verdacht und ich wurde am nächsten Tag gleich operiert. Also, das war wirklich so 'n ich gehe rein, habe die ersten Untersuchungen, die hatten das sofort aufm Schirm und haben am nächsten Tag operiert und dann hatte ich die Diagnose. Mhm, Und ja, habe zu der Zeit studiert und habe mir dann, erst habe ich mich in das Thema reingelesen, weil ich hatte davon noch nie was gehört von Endometriose und was das alles mit sich bringen kann und hatte es auch relativ umfangreich, sodass ich auch 'n halbes Jahr beim Studium aussetzen musste, bis ich so halbwegs wieder auf'n Beinen war, aber halbwegs halt auch immer nur. mhm. Und ja, habe dann das Studium dann fertig gemacht, habe, 'n halbes Jahr gearbeitet, 'n sehr, sehr schönen, aber sehr anstrengenden Job und bin dann richtig krank geworden, weil er zu anstrengend war, weil es einfach zu viel war. Also, ich wollte, ne, aber der Körper hat dann gesagt nach 'nem halben Jahr: „Ist nicht." Mhm. Kannst du dir Und, vorstellen, warum das so war? Also, war das jetzt irgendwie 'n Job, wo du viel unterwegs warst oder viel sitzen musstest oder viel stehen musstest? viel sitzen, aber auch so also, es war normal, viele Überstunden zu machen. Mhm, Und ich hatte von Anfang an also gesagt, dass ich chronisch krank bin, dass ich Einschränkungen habe und dass ich da auf mich achten muss und habe immer versucht, meine Grenzen zu setzen. Die wurden aber stückchenweise immer, na ja, mehr übergangen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich immer weniger die Konzentration ließ nach, ne? Du merkst, dass du's einfach nicht mehr kannst körperlich. Also, dass man nur noch wie in so 'nem Tunnel ist und funktioniert. Und das hatte ich meiner Chefin dann gesagt, als ich wieder sonntags gearbeitet habe und das hat die nicht gut aufgefasst. Und weil sie es nicht gut aufgefasst hat, habe ich dann gesagt: „Ne, das kann ich nicht mehr. Also, wozu?" Und habe mich dann krankschreiben lassen, weil das einfach so 'n unschöner also, man setzt die ganze Zeit Grenzen, sagt: „Das kann ich so nicht, das kann ich so nicht leisten." Und, wenn man das wieder tut, wird man halt quasi abgestraft dafür. Und Wie ja. war denn die Reaktion deiner Chefin? Also, hast du im Prinzip dann gesagt, du kannst keine Überstunden Genau, leisten? dass ich das Oder in dem Umfang mhm, dass der Aufgabenbereich, der mir jetzt, gegeben wurde, dass ich das nicht schaffe. Also, dass ich mein Bestes gebe. Ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich komme halt nicht zu dem Ergebnis, was uns zufriedenstellt, also weder sie noch mich. Und da, kam halt ja, da habe ich gar nicht drüber zu entscheiden, was ich wie, wo, wie verarbeite. Mhm. Und, darüber müssen wir erst mal hier quasi 'n ernstes Wörtchen reden. Und dieser Ton und dieser Umgang, das war einfach so, wo ich dachte: „Okay."
Also, ich habe es gebraucht in dem Moment. Eigentlich hat's mich gerettet, weil ich hätte mich noch fertiger gearbeitet. Also, ich war schon am Ende, aber ich denke, ich hätte es noch weiter durchgezogen, wenn sie verständnisvoll reagiert hätte. Mhm. Und, ja, und habe dann, wie das ja so ist, ne, du bist dann länger krank, immer weiter krank. Dann hatte ich 'ne Reha, in Bad Schmiedeberg. Das war okay. Es war ganz toll, andere Betroffene kennenzulernen. Dann habe ich mich da durch 'ne andere Betroffene mit Fibromyalgie auch auseinandergesetzt, Mhm. habe mich dann da informiert, war danach Mhm. dann, bei 'ner Ärztin, die das bestätigt hat, dass ich das auch habe. Dachte: „Okay, das erklärt jetzt viel, ne?“ Der Zusammenhang, ist auf jeden Fall da, warum es mir so schlecht geht oft, warum ich nicht hochkomme, warum mir einfach alles wehtut. Das war ja mit der Endometriose ganz oft gar nicht zu erklären. Und hatte dann 2017, also 16, 17 über Weihnachten netterweise war die Reha. Und ich habe die ganze Zeit gesagt: „Es stimmt was nicht“, ne? Also, ich habe das Gefühl, es geht bergab und die Reha hatte das überhaupt nicht, die Ärzte, die haben das überhaupt nicht ernst genommen Also, und dir meinen: ging's „Ja, während nur“. der Reha schlechter? Mir ging's während der Reha schlechter, genau, und die Schmerzen nahmen halt auch immer weiter zu. Mhm. Und, ich habe gesagt: „Ich kann danach nicht als arbeitsfähig entlassen werden. Ich fühle mich nicht arbeitsfähig.“ Dann wurde ich psychisch als nicht arbeitsfähig, entlassen, aber endometriosetechnisch sollte alles okay sein. Und dann bin ich, zu 2 Ärzten danach, zu Frau Mexner und, nach Königs Wusterhausen zu dem Herrn Müller und habe mir da Meinungen eingeholt und, der Herr Müller meinte, er würde operieren. Für den habe ich mich dann auch entschieden. Mhm. Und dann hatte ich 'ne umfangreiche, weiß ich nicht, 5 oder 6-stündige OP mit Darmteilresektion und allem, weil es stimmte halt was nicht, ne? Du merkst es ja. Du kennst ja deinen Körper und das war Mhm. halt die Bestätigung. Also, Und waren danach dann bin wieder ganz viele Endometrioseherde da, die ja, entfernt werden mussten? überall. Also, wirklich von Blase, Darm, wie gesagt, musste auch 'n Stück entfernt werden. Und, ja, das hat dann auch sehr, sehr, sehr lange, bis ich halbwegs wieder auf'n Beinen war. Dann lief aber mein Krankengeld aus in der Zeit, also genau 1 Monat nach dieser großen OP, was man dann gar nicht gebrauchen kann, noch diesen Bürokratiewahnsinn. Genau, und dann war ich bei dem Herrn Müller und habe mich dafür entschieden, diese OP bei ihm zu machen und die war sehr, sehr, sehr umfangreich. Also, mein Gefühl hatte mich halt nicht getrübt, betrogen. Und, es wurde Darm entfernt, es wurde, an der Blase ganz viel entfernt, am Bauchfell und so weiter. Also, es war einfach sehr umfangreich und ich habe auch sehr lange Mhm. gebraucht, um wieder halbwegs auf die Beine zu kommen und genau 1 Monat nach der OP lief mein Krankengeld aus, weil Mhm. dann schon 1,5 Jahre vergangen waren und dann hatte ich also nicht nur die Genesung, sondern ich musste auch überlegen: „Was mache ich jetzt?“ Ich Ach, wurde du hast falsch ent 1,5 Jahre Krankengeld bekommen. Ich habe nur mhm. 1 Jahr Krankengeld bekommen. Ich habe 1,5 Jahre, Musstest weil du da irgendwie dagegen also, ich frage also, mich nach grad, warum habe ich nur 1 Jahr gekriegt? das weiß ich nicht. Ich habe, im Mai in dem Jahr, wo ich operiert wurde, 'n Schreiben bekommen, dass das jetzt vom noch mal geprüft wird und dann hatte ich aber schon den OP-Termin, aber 1,5 Jahre ist eigentlich Krankengeld. Ich war seit Ende Februar krank und im August Ende August lief das dann aus im Jahr Mhm. da drauf. Und Ja, die ich Zeit weiß nicht, ob vergeht ja noch so mal 'n schnell, ne? Unterschied ist, ob man angestellt war oder selbstständig, weil ich war ja selbstständig. Das denke ich. Ja, Ich war angestellt, ähm, ich bin nach dem Studium halt in das Angestelltenverhältnis und dadurch auch aus der privaten Krankenversicherung zum Glück in die gesetzliche gerutscht in dem Fall. ja, ich war von Anfang an in der gesetzlichen, also freiwillig in der gesetzlichen versichert. Ähm, ja, genau. Und, du hast ja auch gesagt, dass du, auch bei der Frau Mexner warst in der Berliner Mhm. Charité, ne? Ähm, du hast dich aber dann bei ihr nicht operieren lassen. Darf ich nachfragen, warum? Also Weil sie hatte zwar gesehen, dass da einiges ist, aber sie meinte: „'Ne OP, das macht sie unbedingt besser.“ Also, sie war halt nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, aber ich hatte halt das Gefühl, dass ich sehen will, was da drin los ist. Weißt du, es fühlte sich mhm, so an, dass was nicht in Ordnung ist und ich
ich wollte diese OP auch, um zu sagen, ich habe halt wirklich was. Mir wurde ja ständig abgesprochen, dass ich wirklich krank bin, ne? Oder krank genug, um krankgeschrieben zu sein. Und, ähm, ich wollte halt 'ne Rechtfertigung. Ich habe die gefühlt, aber ich hatte nichts in der Hand. Und Ja, das du hätte ich wolltest es nicht ohne schwarz auf die weiß. ja, und ich hätte ohne diese OP halt Mhm. nicht gehabt. Also, Mhm. nicht, dass ich unbedingt diese OP wollte, aber ich wollte halt den Beweis, dass es wirklich schlimm ist, ne? Also, Mhm. dass es nicht Mhm. nur sich so anfühlt für mich, sondern halt auch wirklich den Tatsachen entspricht. Und Aber du dem hast ja gesagt, dass du auch die Diagnose Fibromyalgie bekommen hast. Ich ja mhm, übrigens auch. ja. Gibt einige, die, die Diagnose auch haben, weil halt letztendlich ja Schmerzen überall am Körper denkt man dann halt, ja, ne? Also Ja, und du und, merkst halt, denkst immer: „Warum ähm bin ich denn so erschöpft?“ Also, ständig, warum komme ich dann einfach nicht hoch, ne? Also, hast dich ja man fühlt sich ja tagelang wie mit 'm Kettenhemd behangen. ja, aber Und dachtest du dann, ja, die Beschwerden kommen dann wahrscheinlich von der, Fibromyalgie oder denkst du oder hast du dann halt ne, gedacht so, du hast beides? Du hast sowohl, genau, das Endometriose, wo dir Probleme macht, als auch die mhm. Fibromyalgie-Schmerzen? Also, das war mir ich hatte nie Zweifel, dass es nur eins davon also, es war wirklich beides, weil ich die Schmerzen auch ganz gut voneinander trennen kann. Also, jetzt nicht die Erschöpfung, aber diese also, die Bauchkrämpfe, die ich habe, die sind halt nicht typisch für die Fibromyalgie, ne? Mhm, Und diese Erschöpfung, diese ganz starke, besonders morgens und, diese Triggerpunktschmerzen und so, die sind halt wiederum, ja, typisch für die Fibromyalgie und das passte alles sehr gut. Und, ich war dann auch noch mal in die Treuenbrietzen extra zur, Reha nicht Reha, das war so 'n Krankenhaus-Reha-Aufenthalt für 2 Wochen, die auf Fibromyalgie spezialisiert sind. Die sind in der Nähe von Berlin, ist die Klinik. Und die haben mir das dann auch noch mal bestätigt, dass das auf jeden Fall Fibromyalgie es hat mir alles nichts geholfen in dem Sinne, außer dass ich mhm, schwarz auf weiß was hatte, ne? Also, es hat mir mhm, überhaupt nicht bei irgend 'ner Genesung geholfen, weder die OP wirklich noch dann der andere Krankenhausaufenthalt. Aber es hat mir geholfen, was in der Hand zu haben, um zu sagen: „Hier, ich bin wirklich so krank, wie's sich für mich anfühlt“, ne? Und das war der Mehrwert. Und ich war ja bei X Gutachtern auch. Wenn du dann diesen Rentenantrag dann kommst du ja zu dem Gutachten, dann kommst du zu dem vom Jobcenter, die dann alle meinen: „Ja, ja, und jetzt sind sie ja repariert und dann wird das ja alles wieder.“ Und so hat sich's aber für mich nicht angefühlt. Und ich habe es ja erlebt in meinem ersten Job nach dem Studium, dass die Grenzen, die ich gesetzt habe, immer wieder übergangen wurden, ne? Und wenn ich nicht konnte, musste jemand anders einspringen. Und ich habe mich nicht an dem Punkt gefühlt, so selbstschützend genug zu sein, um wieder in irgendein Arbeitsleben auch reinzukommen. Also, das hatte ich ganz, ganz lange und deshalb habe ich nach 'ner Alternative dann gesucht, was kann ich machen und habe mich dann auch mehr oder weniger selbstständig gemacht. Also, ich bin über meine Mutter angestellt, die selbstständig ist jetzt, aber um diesen Rahmen zu haben, in dem ich flexibel mit der Zeit bin, ne? Wenn ich arbeiten kann, arbeite ich und wenn ich nicht arbeiten kann, es ist halt auch okay. Und ich mhm, muss mich nicht rechtfertigen. mhm, Und aber die Möglichkeit dazu ich habe dann nach der Schmerztherapie in Treuenbrietzen also, es war so Schmerzfibromyalgie, ähm, Aufenthalt, wie gesagt, hatte ich dann mit dem Neurologen, bei dem ich war der hat mir dann das erste Mal, Tilidin-Tropfen aufgeschrieben. Und das war so 'n bisschen: „Boah, ich habe wieder Planungssicherheit“, ne? Also, es war für mich 'n ganz neues Gefühl, nicht ständig die Angst zu haben: „Oh Gott, wenn ich jetzt irgendwas mache und ich kriege diese starken Schmerzen, dann geht halt nichts mehr“, ne? Sondern es hat mir dann wieder diese Planungsmöglichkeit und überhaupt das Gefühl, wieder irgendwie irgendwas Berufsmäßiges auch wieder machen zu können, mhm. Also, zurückgegeben. muss grad kurz nachfragen, Mhm. weil ich's jetzt nicht so ganz verstehe. Mhm, ja, alles gut. Ähm, also, du warst wegen der bin grad kurz verwirrt. Ja, Ähm, ich entwirre. du warst wegen der Fibromyalgie stationär im Krankenhaus 2 Mhm. Wochen Ja. und hast aber wegen der Endometriose auch 'ne Reha gemacht? Genau, genau. Die Reha war 16, 17 wegen der Endometriose. Danach hatte ich diese größere Endometriose-Operation im Juli 2017 und im Dezember 2017 war ich dann zur Fibromyalgie Reha, Krankenhaus. Ja, war so 'ne Mischung, ne, Okay. Und, Aufenthalt.
Die haben dann mit dir da 2 Wochen Schmerztherapie gemacht oder was, Ne, haben die da gemacht? ne, die haben, wirklich so Reha-mäßig, also mit Sport, mit, verschiedenen, ja, Gesprächssachen, die man dann 'n bisschen hatte. Also, es war nicht richtig Schmerztherapie hatte ich dann auch gemacht, das war schon anders. War wirklich auf diese Fibromyalgie, um zu testen, hat man das und was kann man dann machen, was kann man für sich machen, um so 'n bisschen da Einblick zu bekommen. Aber ich fand's jetzt auch nicht, wie gesagt, es war gut, um dieses Schwarz auf Weiß zu haben, um ernst genommen zu werden, aber es war jetzt nicht der Mehrwert, dass ich danach das Gefühl habe, irgendwas ist besser, Mhm, ne? okay. Äh, und, hm, dort war dann aber dann 'n Arzt, der dir Tilidin aufgeschrieben hat wegen der Fibromyalgie? Ne, danach der Neurologe, weil ich halt einfach nicht auf die Beine kam, ne? Ich hatte ja die OP gemacht, ich hatte den Krankenhausaufenthalt auch noch mal wegen der Fibromyalgie gemacht Mhm. und habe gesagt: „Ich komme einfach nicht auf die Beine, ne? Ich soll arbeitsfähig wieder sein.“ Ich habe zwar den Rentenantrag laufen, aber keiner schätzt es so ein, wie ich mich fühle, ne? Dass es halt nicht mit 'nem normalen Job geht und ich brauche irgendwie 'ne Unterstützung, um wieder 'ne Planbarkeit auch zu haben und um irgendwas gegen die dollen Schmerzen in der Hand zu haben. Ja. Und da hatte mir dann der Neurologe Tilidin-Tropfen verordnet. Und, das hat mir dann tatsächlich so 'n bisschen Alltag und 'n bisschen, Planbarkeit zurückgebracht. Aber der Preis war halt sehr hoch und den Preis habe ich den ich dafür gezahlt habe, auch echt unterschätzt, weil ich Ja, ist krass, weil Tilidin ist bei mir, da gehen alle Alarmglocken an, muss ich mhm, sagen. Ich habe mit Tilidin ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also, ich teile die dann auch gerne hier. Also, ich will mhm. mich aber nicht in 'n Vordergrund drängen, weil es geht ja Ne, um total deine gerne, weil ich Geschichte. Aber finde, dass darüber sehr wenig gesprochen wird, und ich da echt in 'ne dolle Abhängigkeit geraten bin, die ich total unterschätzt habe. Ähm, also, wirklich total unterschätzt. Ich habe dann, mhm, als ich gemerkt habe: „Okay, ich bin jetzt an der Tageshöchstdosis“, das war so nach 'nem Jahr etwa. Also, es hat mir Planungsmäßigkeit so 'n halbwegs normales Leben zurückgebracht, aber dass ich das aufbauen konnte, was ich jetzt als Arbeit habe. Aber der Preis war halt, dass ich auch immer mehr nehme, ne, um die gleiche Arbeitsfähigkeit oder zumindest das Gleiche an was ich schaffe, zu erhalten. Und okay, also Tilidin hat dir, tatsächlich die Schmerzen genommen? mhm, tatsächlich. Also, es war dadurch, dass es ja als Tropfen so schnell wirksam war, war es wirklich, dass es mich oft gerettet hat, ne, wenn ich Mhm. dann wirklich plötzlich so dolle Bauchkrämpfe bekommen habe und das, ja, hat mir echt geholfen. Aber ja, die Wirkung lässt halt extrem schnell nach. Und wie schnell man davon abhängig wird, das habe ich echt unterschätzt. Das hat ja auch keiner gesagt. Also, ich hätte es gut gefunden, wenn der Neurologe mich dafür 'n bisschen sensibilisiert hätte, war ich aber nicht. Habe ich dann erst in der Schmerztherapie 2 Jahre später gelernt. Also, der Ähm, hat dir das verschrieben so als normales Schmerzmittel, so haben sie das schon mal genau, ausprobiert oder wie? genau. Und probieren Sie das doch mal, ob Ihnen das hilft und da ob Sie damit besser Okay. über 'n Tag kommen und ob das damit besser wird. Also, Mhm. schwierig. Was Ähm, hattest du denn vorher an Schmerzmitteln ausprobiert gehabt? na, immer Ibro, Diclofenac, Dolomin, also eigentlich die ganze Palette, die Mhm. mir auch übelst auf 'n Magen geschlagen hat. Also, mein Magen ist da immer nicht so erfreut drüber, auch heute nicht, wenn ich das zusätzlich nehme. Ja, also alles. Ich habe es eigentlich die Palette, die es da vorgibt, ausgeschöpft, ne? Mhm. Aber hattest Und du, weil Neurologen, grade wenn's dann irgendwie na ja gut, also die sagen ja dann, wenn's halt, Nervenschmerzen sind, dann gibt's ja andere Schmerzmittel, aber das war wahrscheinlich bei dir gar kein Thema mit Nervenschmerzen, das zwecks war nicht Gabapentin und so? ne, das war gar kein Thema. Ich glaube, damit kannte der sich auch nicht so aus. Na ja, Ich als glaube Neurologe muss er sich ja mit ja, aber ich glaube, Nervenschmerzen der auskennen. hat auch die Fibromyalgie gleich unter 'n Tisch gekehrt als Modediagnose und so. Ja gut, aber muss man auch wirklich sagen, ich habe ja auch die Diagnose Mhm. Fibromyalgie bekommen. Ich war da in Mannheim beim Doktor Weiß, ähm, der aber auch so 'n bisschen fragwürdig so von vielen irgendwie dargestellt wird. Aber mir hat es damals irgendwo halt auch 'ne Erklärung gegeben, weil mir wirklich ja der ganze Körper wehgetan hat. Mhm.
Und, ich weiß gar nicht, irgendeine Sängerin, glaube ich, kam da war dann irgendwie mal ein Artikel oder in der Presse, irgendeine Sängerin, hat Fibromyalgie, so. Und das war so, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ähm Und dann habe ich das erste Mal davon gehört und dann dachte ich so: „Okay, krass, was ist das?“ Das wird irgendwie als Mhm. total schlimm. Sie musste die Tour abbrechen oder was weiß ich. Und dann ist es so in den USA so bekannt geworden und hier in Deutschland war das: „Das ist Quatsch, das gibt's überhaupt nicht. Was ist 'n das? Das kann man überhaupt nicht irgendwie messen und da gibt's gar keine Daten dazu.“ Und deswegen Mhm. haben viele gesagt, das gibt's überhaupt nicht. Jetzt steht es sogar, auf irgendwelchen Rezepten zum Ankreuzen drauf, Ja, Fibromyalgie, wo ich denke: „Krass, was sich da in den Jahren geändert hat.“ das stimmt. Ähm, Also, da hatte ich auch Glück, dass ich gleich, glaube ich, an die richtige Ärztin, die, so ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber hier im Raum Berlin das angeboten hat, das quasi ne, so 'ne Sprechstunde extra für Fibromyalgie und zu Mhm. der bin ich und die hatte mir dann auch den Aufenthalt in Treuenbrietzen die das auch noch mal bestätigt haben. Und, Ja. das war deshalb recht gut. Das war 'n relativ kurzer Diagnoseweg, wenn man von dem ersten davon hören, ne? Aber auch Mhm, nur auf mein krass, okay. eigenes Hinwirken. Also, nicht jetzt, weil irgend 'n Arzt meinte: „Mensch, könnte doch“, sondern weil ich gesagt habe, Ja, n irgendwie genau, nur eigene Recherche. Also, ich genau. habe jetzt auch grade kurz, geguckt, Internet, sei Dank. Ich hatte schon das so im Kopf und dachte aber: „Ah, ich bin unsicher, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches erzähle.“ Ist tü tatsächlich Lady Gaga, die Ah, Fibromyalgie. das siehst du, das habe ich ausgeblendet. Hat mein Kopf gelöscht wahrscheinlich. Und das ist damals wirklich, so aus den USA rübergekommen. Lady Mhm. Gaga hat 'ne ganz schlimme Krankheit, Fibromyalgie, da tut ihr der ganze Körper weh und deswegen sind dann Ärzte dann dabei und auf ihrer Tour und ja, das war das erste Mal, wo ich dann mit Fibromyalgie in Kontakt kam. Ja, und ich durch die andere bei der Reha, die das auch hatte und meinte: „Mensch, das hört sich bei dir ähnlich an. Geh Ja, guck doch mal in die Richtung.“ Und ja, ja, also, immer diese Schlüsselmomente. Aber es wird halt von den meisten Ärzten immer noch abgetan, ne? So als na ja. mhm. Und deshalb war ich dann Ja, und froh, es aber wenigstens von 2 Experten da wirklich was schwarz auf weiß zu haben. Das ja, ja. war hilfreich. Aber haben die dir da nicht irgendwie 'ne Behandlungsmöglichkeit aufgezeigt? Nicht wirklich, also Entspannung und, moderate Bewegung und auch so, Mhm, dass ich nicht in die Überdehnung gehe, weil ich hatte auch ganz oft Sehenscheidentzündungen und so. Also, so mhm. Gelenkbeschwerden, die jetzt auch nicht unbedingt normal sind mit Ende 20, wie ich Also, damals war, über ja Ende 20. Beweglichkeit dann? Genau. Konnte mir ja auch keiner erklären, was das alles verursacht und aber das haben ja auch sehr viele, ne, Ja. diese Ausgangslage, ja. Und die Endometriose, hast du die mit Hormonen behandelt gehabt oder so? Ne. Immer wieder mal und immer wieder ich fand den Preis immer zu hoch. Also, es wird ja jetzt noch nach der letzten OP im Januar war auch so: „Ach, Sie müssen aber unbedingt Hormone nehmen, sonst sind Sie selbst dran schuld, wenn's dann wieder so schlimm wird.“ Und das finde ich muss das mal so sagen, weil das finde ich immer so ganz arschig, weil wenn man sagt: „Ich vertrage das nicht, mir geht es mental damit richtig schlecht und ich finde den Preis zu hoch“, dann muss das doch auch akzeptiert werden, ne? Man kennt ja seinen Körper. Ich habe auch X Hormone probiert und gemacht und ich Ja. fand's immer schwierig für mich. Und es ist schon scheiße, wenn man körperlich immer Einschränkungen hat, aber wenn die Seele dann auch noch krachen geht, Mhm. Also, das, hast du da so depressive Episoden dann gehabt unter der ne? Pille oder Also wirklich auch so 'ne kurze also depressiv so in die Richtung auf jeden Fall, aber auch so 'ne kurze Zündschnur. Also mich hat alles ganz schnell sauer gemacht, ne? Und, einfach unschön. Also ich war irgendwie nicht ich und das fand ich also der Preis ist und war mir zu hoch und ich würde es jetzt auch nicht noch mal probieren. Auch wenn das immer wieder dann kommt ja auch immer die Spirale wieder ins Gespräch, aber das ist alles nicht ist einfach nicht das, ja, was sich für mich richtig anfühlt, ne? boah, ich kenne es. Auch Und das du musst Thema dich mit der immer wieder Spirale. rechtfertigen, ne? Du musst immer wieder sagen: „Ja, aber ich habe darüber nachgedacht, aber ich habe es für mich ausgeschlossen. Das muss doch auch okay sein.“ Aber von ganz vielen Ärzten kriegt man ja: „Wenn sie das nicht machen, sind sie selbst dran schuld.“ Mhm, Und das genau, habe finde ich ich auch gehört. So: „Ja, ganz dann schlimm. kann's ihnen ja nicht so schlecht gehen.“ Genau, genau. Und das
das hatte mich damals auch von Frau Mexner mehr oder weniger doch zu dem Herrn Müller gebracht, weil Mhm. die das auch so im Nebensatz so halb formuliert hatte, ne? Und meinte: Mhm. „Mensch, dass Sie nicht arbeiten gehen, das ist ja katastrophal.“ Und ich so dachte: „Das ist jetzt aber nicht nett ausgedrückt. Ich habe es mir ja nicht ausgesucht, ne? Ich Mhm. habe studiert, ich bin super ausgebildet, ich hatte 'n tollen Job an sich und ich habe es mir nicht ausgesucht und wenn ich könnte, würde ich, ne? Und Mhm. deshalb, Ja, ist ja, halt schwierig. sie gilt ja eigentlich so als die Endometriose-Ärztin, ne? Hat ja auch Buch geschrieben, ist Mhm, eigentlich überall in den Medien auch oft vertreten, und, hochgepriesen als Endometriose-Spezialistin. mhm. Deswegen hatte ich vorhin nachgefragt, weil's mich interessiert hat, warum bist du dann zu 'nem anderen Arzt, der dich operiert hat, Ja, ne? weil menschlich fand ich's einfach, ich kann's dir nicht genau beschreiben, aber mir war sie einfach zwischenmenschlich jetzt nicht so, ich habe mich da nicht gut Empathisch. aufgehoben gefühlt. Mhm. Mhm. Und das war hat den Ausschlag gegeben und dass sie eher mir von der OP abgeraten hat und der Herr Müller mir eher dazu geraten hat, das zu machen. Mhm. Und ich Ja, wollte es halt, wurde ja dann doch viel gefunden, ne? genau, und Ja. ich wollte diese Bestätigung, dass es wirklich so aussieht, wie es sich anfühlt und, ja, 'ne Mhm. Bestätigung, dass ich halt mit Grund krank bin, ne? Mhm. Und das konnte mir Frau Mexner in dem Moment nicht bieten. Mhm. Die Ja. Ja, dann kommen wir mal zurück. Wir waren ja bei Tilidin stehen Mhm. geblieben, ne, dass dir das eigentlich total gut geholfen hat. Hattest du da keine Nebenwirkungen oder so am Anfang? Weil das Doch, weiß am ich noch, Anfang, ich habe übelste Nebenwirkungen gehabt. ich hatte so Aussetzer und auch so 'ne extreme Müdigkeit. Das waren so die schlimmsten Nebenwirkungen, aber der Rest ging. Also, ich habe gemerkt, dass Aber ich du so beim Autofahren oder, Sachen total falsch eingeschätzt habe, weil ich wie so wirklich wie so sekundenweise nicht mehr wusste. Das fand ich krass. Ja, das ist nicht günstig, wenn man dann Auto fährt. ne, Und ich war halt extrem müde und so abwesend, aber das war die ersten Wochen. Aber der Mehrwert dieses, es nehmen zu können, wenn es schlimm, und auch diese Sicherheit zu haben. Ich hatte ja vorher keine Sicherheit, weißt du, wenn's ganz schlimm war, hatte ich ja kein Mittel mehr, was mir geholfen hat, außer mhm. abwarten, dass es besser wird. Und das hat mir das erste Mal wieder 'n Mittel in die Hand gegeben, ähm, dass ich damit zurechtkomme. Also, deine Schmerzen waren dann wirklich weg, Mhm. so. Anfangs Und, schon, ja. mit der Müdigkeit und so, wie also, ich sch weil du meinst, du hast dadurch wieder irgendwie den Alltag, leisten können, du hast wieder arbeiten können. Ist die Müdigkeit dann irgendwann weg gewesen oder wie Mm-mm. war das? Ne, also das irgendwann arbeiten, das hat noch mal 2 Jahre gedauert, bis ich das, aber ich konnte mir das aufbauen in der Zeit. Ich hatte Ach diesen so. Rentenantrag, laufen und ich habe in der Zeit mir das, was ich jetzt mache, aufgebaut. Da bin ich ganz dankbar, dass meine Eltern mich da unterstützt haben und dass ich aber mir das komplett frei einteilen konnte. Also, vormittags mache ich meistens nichts, weil es geht einfach Mhm. nicht. Da ist keine Konzentration da, da bin ich einfach vom LKW überfahren und nachmittags kann ich dann was machen und durch das Teledin konnte ich dann auch planbar was machen, also auch irgendwo hinfahren. Und wenn's mir dann nicht gut ging, wusste ich: „Okay, dann nehme ich halt die Tropfen“, ne? Und diese Sicherheit hat mir unglaublich geholfen, also auch mental geholfen, wieder mich Mhm. rauszutrauen, ne? Also, Und wie viele Jahre hast du das Tilidin genommen? 2 Jahre. 2 Jahre und am Ende halt die Höchstdosis quasi und deshalb hatte ich mich dann für die Schmerztherapie noch mal für die stationäre entschieden und war da auch in Berlin im Krankenhaus 2 Wochen. Da wurde einiges Mhm. ausprobiert. Ich hatte zwischendurch auch mal Fentanylpflaster probiert, war ganz schrecklich, da das Halleluja. Ähm, und wurde dann auf, Gott, Stilledin und Tramadol sind die auf der gleichen Wirkungsstärke, ne, umgestellt, aber auf Tabletten, weil ja Tabletten nicht diese dolle Abhängigkeit machen, aber das habe ich danach überhaupt nicht vertragen. Also, ich bin überhaupt nicht mehr hochgekommen. Ich habe eigentlich mein Leben schlafend verbracht, hatte ich das Gefühl, und habe Mhm. dann für mich beschlossen, ich probiere das jetzt noch mal komplett abzusetzen. Und habe dann nachdem ich meine Tage hatte, weil ich musste das ja planen, weil ich wusste, da wird's erst mal ganz schlimm, und habe mit dem, wo es dann erträglich wurde, das abgesetzt, also hatte vorher schon reduziert und danach dann abgesetzt und durch andere Schmerzmittel ersetzt. Aber das sollte man nicht alleine machen, das würde ich auch niemandem empfehlen. Absolut nicht, weil das macht sehr viel mit einem auch mental. Also, man hat ja, also dieser
mentale Suchtfaktor ist halt auch groß, ne? Und das habe ich summa summarum auch unterschätzt. Ich habe es geschafft. Ich habe auch 3 Monate lang quasi nur nicht quasi, nur normale Schmerzmittel genommen, außer wenn ich meine Tage hatte, da hatte mir meine Hausärztin dann, Palexia aufgeschrieben, dass Mhm. ich da was an der Hand habe, um das auszuhalten. Aber ich Aber was hatte ich den jetzt mhm, nicht ganz wo ich nicht ganz mitgekommen bin, mhm, warum wolltest du, wenn Tilidin dir so gut geholfen hat, denn von Tilidin weg? weil ich einfach von den Tropfen so sehr abhängig war. Also, die Tropfen, haben ja diese ganz schnelle Wirkung, das und das hatte ich war ja dann halt bei der Höchstdosis und da wurde mir in der Schmerzklinik empfohlen, dann lieber auf 'n anderes Medikament umzusteigen, um, ja, nicht mehr diese Entzugserscheinungen auch zu haben. Okay. Mhm. Mhm. Und da wurde mir das dann empfohlen, das habe ich aber im Nachhinein ich meine, man hat 2 Wochen Zeit, da wird gefühlt alles an einem ausprobiert und habe danach für mich festgestellt, dass es halt nicht der Ersatz für mich ist. Also, dass es nicht die Wirkung hat. Und ich habe im Eigenentzug dann auch festgestellt, wie viel Schmerzen allein der Entzug macht, ne? Also, was für unglaublich starke Bauchkrämpfe und Bauchschmerzen ich durch die Entzugserscheinungen hatte. Das auch wieder Mhm. kopfmäßig zu trennen, war auch 'n wichtiger Prozess, den ich sonst gar nicht durchgemacht hätte. Und habe Mhm. mich dann aber entschieden, andere Schmerzmittel, also auf Tapentadol umzusteigen, weil ich diese Planbarkeit nicht mehr hatte, die mir vorher so Lebensqualität zurückgegeben hatte, war nach dem Entzug wieder weg, weil Ibo und Pipapo hat halt nicht genug geholfen. Ähm, und daher habe ich mich dann entschieden: „Okay, ich möchte ja irgendwie“, ich war Anfang 30, weißt du, da willst du ja nicht sagen: „So, jetzt ist es halt so.“ Er lässt ja auch das gar nicht zu, weil ich beim Rentenverfahren war ich dann schon im Widerspruchsverfahren, glaube ich. Also, ich bin bis vor Gericht gezogen. Ähm, aber da ich in diese Lücke fiel von entweder ganz oder gar nicht, habe ich halt keine Rente bekommen, weil ich war zu jung, zu gut ausgebildet und ich konnte ja noch meinen Haushalt selbst machen. Und Was heißt da, wo ich entweder ganz oder gar nicht? na, entweder 'ne volle Rente oder, gar keine Rente. Also, diese halbe EU-Rente, die es ja auch gibt, die stand mir nicht zu, weil ich nicht genug eingezahlt habe. Ah, okay. Mhm. Mhm. Ich Du habe zwar hattest im ja nur 'n Studium halbes gearbeitet. Jahr gearbeitet, ne? Ja. Ja, genau, nur 'n halbes Jahr und im Studium der Nebenjob, der hat nicht genug gezählt, um das auszugleichen, ja. Mhm. Mhm. Ich kannte diese Lücke gar nicht vorher natürlich und die meisten anderen auch nicht, aber in dieses Loch bin ich quasi reingefallen, weil die halbe hätte ne, die hätte ich bekommen, aber die volle halt nicht. Mhm. Und Okay. genau, aber ich hatte die Zeit genutzt, um halt selbst mir was aufzubauen, was ich flexibel machen kann. Und das hat mir dann geholfen, als dann das Gerichtsverfahren auch durch war und, die Ablehnung auch durch nach Ex-Gutachtertermin und allem, ähm, zu sagen: „Okay, ich steige da jetzt ein.“ Man kriegt ja dann erst mal 'ne Förderung zur Wiedereingliederung und, dass die Stelle unterstützt wird und das hat mir sehr, geholfen. Und weil ich's mir jetzt komplett frei einteilen kann und nur 15 Stunden die Woche offiziell arbeite. Das hilft Mhm. auch, ne? Also, es ist einfach, dass ich was mache, dass ich vom System quasi akzeptiert werde, nicht wieder mich x-mal rechtfertigen muss, sondern dass es jetzt einfach ist, wie es ist. Und Mhm. das ist ganz angenehm, grade mal so Ruhe zu haben vor diesen ganzen Behörden und Akten Ja, und Formularwahnsinn. das ist wirklich schrecklich. Also, Mhm. ich, habe damit jeden Tag zu tun, Ja, seit über 2 Jahren und es ist, extrem belastend. ja, Also, es ist ja. wirklich sehr, sehr belastend, ja. Was Das, vielleicht das wissen kann auch viele nicht, das wusste ich vorher nicht. Ich bin dann VDK-Mitglied, geworden mhm, und ja, das hat mir 'n bisschen geholfen, dass ich dann wenigstens die ganzen Sachen weiterleiten konnte, ne? Die waren jetzt in dem Thema überhaupt nicht firm und das hat mir jetzt auch nicht bei dem Verfahren an sich geholfen, aber es hat mir geholfen, diese Verantwortung so 'n bisschen abzugeben, das mhm, immer alles selbst machen zu müssen, alles selbst schreiben zu müssen und, dass jemand anderes für mich spricht, das hat mir sehr geholfen, mhm. Ja, ich bin weil auch in der VDK, schon lange, aber die haben mir leider gar nicht geholfen. Ich habe, von vielen immer empfohlen bekommen: „Ja, geh in die VDK und so und die helfen.“ Und, ich bin da leider, scheinbar in einer Region, wo es nicht so gut
Ja, läuft mit der VDK und habe jetzt auch erfahren, dass die für mich zuständig war und die mir halt einfach nie geholfen hat, wenn ich angerufen habe oder so. Es war schon das Problem, dass ich angerufen habe und einfach gar nicht irgendwie die ans Telefon gekriegt habe, ja, sondern immer nur, quasi bei der Sekretärin oder bei der Empfangsdame rauskam und die hat dann nur das, was ich wollte, weitergegeben und ja. also, ich konnte irgendwie nie mit der mal reden oder so und auf E-Mails hat sie nicht reagiert. Dann war auch schon mal, dass es dann irgendwie, kam: „Ja, ich wäre ja gar kein Mitglied.“ Ich so: „Bitte was? Ich habe hier 'ne Mitgliedsnummer, ich bin Mitglied.“ Also, Ja. richtig komische Dinge sind da gelaufen. Ich Es habe ist so ganz verrückt, schlechte wie das Erfahrungen mit mit den der Menschen VDK immer gemacht. fällt, oder? Also, Mhm. es kommt immer darauf an welche Menschen man gerät Ja, und davon ja, hängt so, so viel ab. Also, das sind die gleichen Institutionen, ne, auch mit dem Schwerbehindertenausweis. Das ist gut, wenn man da was erreicht, aber manche kämpfen ja mit also, mit noch mehr Diagnose um viel weniger, Prozente, also Grad, wie auch immer. Das ist wirklich so krass, wie das an ja. den Menschen hängt, die das bearbeiten. Ja, Also, ich habe das einerseits halt auch. logisch, aber eigentlich gibt's ja Vorgaben und Richtlinien aber irgendwie Ja gut, aber ja, die haben halt auch da ihre Listen und dann gucken die, welche Krankheit kriegt wie viel Prozent. ja, Und ich habe da halt auch also, ich habe vor 2 Wochen mein, GDB, bekommen mit 100, ne? Erst mal wegen der mit Nierentransplantation hatte ich 100 gesehen. wegen der Mhm. Nierentransplantation und die gucken dann in der Liste Nierentransplantation 100. Also, für die Ja, nächsten 2 Jahre jetzt, weil das halt quasi so die Erholungszeit ist, nach ja, 'ner Transplantation. Aber ich habe auf Migräne, die mich extrem einschränkt, wo ich 2 dreimal in der Woche Migräne habe und Migränetagebuch eingereicht habe, grade mal 10% bekommen. ja, das steht in Ich keinem habe, Verhältnis, oder? ja, ich habe auf, psychische Belastung, habe ich 20% bekommen und auf meine ganzen Gefäßerkrankungen, auf die Adenomyose, Mhm, ähm, habe ich einfach nichts bekommen. Null. krass. Ne? Und Das natürlich ja, muss ich jetzt also, theoretisch hätte ich dann halt 30, ne? Das haben ja die ja, meisten. Dann müssen sie da halt dann, Widerspruch, einreichen. Also, das hätte ich jetzt, auch machen müssen, wenn ich halt nicht eh schon diese 100% durch die Transplantation hätte, wo ich mir jetzt halt sage: „Ich spare mir das jetzt für die nächsten 2 Jahre, dass ich ja, wenigstens da Ruhe habe“, weil ich mache ja mit der Rentenversicherung rum, mit der Krankenkasse mache ich rum, mit der Pflegeversicherung mache ich rum. Und es sind immer wieder neue Anträge, neue Formulare. Jeder will was anderes. Jeder will, wo ich dann denke: „Wieso geht es nicht Hand in Hand?“ Also, ja. man ist Und dann alles schon noch chronisch mal und noch krank 'ne Kopie. und man ist schon chronisch krank und, meine Mutter hat mir dann, irgendwann, geholfen und hat halt gedacht so: „Ja, du musst halt da dranbleiben und du musst da halt dann anrufen und du musst den dann halt 'n bisschen“, ne? Und ich so: „Ja, das mache ich ja auch alles“, ne? Aber Ja, das wollte sie mir nicht glauben. Und dann hat aber sie es gedacht, während fällt ich auch in so Reha schwer. bin. Hä? Es fällt auch so schwer, immer wieder, da anzurufen und immer wieder also, man kommt sich ja immer als Bittsteller auch vor. Also, mir fällt das jedenfalls total schwer und ich glaube, das geht, glaube ich, jedem Und so, du oder? hast dann halt, einfach auch jedes Mal 'n anderen Ansprechpartner am Mhm. Telefon, weil das ist gewollt, ne? Also, und dann sagen also, kriegst du jede Woche rufst du dort an und du kriegst jedes Mal jemand anderes ans Telefon und jedes Mal kriegst du 'ne andere Aussage, warum's hängt, warum's noch nicht durch ist, warum du das Geld Ja, noch nicht bekommst. Also, das hat sich bei mir 2 Jahre gezogen. 2 Jahre ja, und es hat mich so zermürbt, es hat mich kaputtgemacht. Selbst meine Mutter hat dann gedacht, sie kriegt es hin, während ich im Krankenhaus liege oder während ich in der Reha bin dann nach der OP. Ich bin nach der Reha nach Hause gekommen und die war fertig. Die hat gemeint, sie hätte es nie geglaubt, dass das so schlimm ist, aber sie wird selber davon krank. ja, Und sie ja, versteht nicht, wie es so 'n System geben kann, wie chronisch kranke Personen, die nicht mal in der Lage sind, sich die Haare zu waschen oder einkaufen zu gehen, dann solche Unmengen an Anträgen und Telefonaten und, Formularen und E-Mails machen müssen. Sie hat gemeint: „Wie geht das? Also, wie ja, geht das?“ ja. Also, es ist
menschlich auch bei den Gutachten finde ich ganz, ganz schwierig. Also, das habe ich mit als schwierigsten Punkt empfunden, weil Mhm. man da ja 'nem Menschen gegenüber sitzt und quasi sich nackig macht, auch emotional nackig macht und sagt, es und dann wird dir mal geraten: du musst übertreiben, ne, sonst wirst du nicht“, und wenn man einfach ich finde eigentlich schon, dass es schlimm genug war, was ich beschrieben habe. Aber weil immer davon ausgegangen wird, dass jeder das doppelt so schlimm darstellt, wird quasi von dem, was man normal erzählt, quasi das halbiert gefühlt. Wenn die sagt, die kann nur 3 Stunden am Tag, na ja, dann übertreibt sie, also kann sie eigentlich 6 Stunden. Das Gefühl wurde mir immer wieder vermittelt, also auch von in den Kliniken wurde immer gesagt: „Ne, Sie müssen da richtig dick auftragen.“ Ich denke, das ist doch schade, dass man nicht einfach sagen kann: „So und so ist es.“ Und das ist ja nicht normal. Und ich bin ja froh, wenn ich meinen Alltag irgendwie mit allem Drum und Dran überhaupt auf die Reihe bekomme, ne? Mhm. Und wenn dann gesagt wird: „Was, Sie haben dann vormittags schaffen Sie mal, weiß ich nicht, das Katzenklo sauber zu machen. Na, in der Zeit können Sie auch arbeiten gehen.“ Dann denke ich: „Ja, und meine Katzen versinken dann im Dreck und ich auch, oder wie ist dann der Plan?“ Also, die Energie, die ich da aufwende, habe ich ja dann woanders nicht, ne? Das fand ich also Mhm. menschlich halt auch so verrückt und Aber hattest du enttäuschend dann irgendwie. schlechte Erfahrungen beim, Gutachtertermin? Mhm. Also, besonders beim letzten, das fand ich sehr enttäuschend, weil ich die Frau eigentlich nett fand und ich habe mich auch verstanden gefühlt und sie meinte: „Ne, ich sehe ja, dass Sie höchstens halbtags arbeiten könnten.“ Und im Gutachten stand das Gegenteil. Oh, Und, das fand ich echt, also, es hätte mir gar nichts genutzt, wenn da halb drin gestanden, weil ich ja, wie gesagt, nur entweder gar keine oder die volle bekommen hätte. Aber menschlich hat mich das so irgendwie enttäuscht, ne? Weil okay. man dachte, man wurde verstanden und es wurde zumindest teilweise die Tragweite richtig Mhm. eingeschätzt und dann steht das so im Gutachten. Und dann ist es auch total egal, wenn man dagegen Widerspruch einlegt und noch mal sagt, das stimmt so nicht, seine Ärzte mit einbezieht, die noch mal bittet, was zu schreiben, das ist total egal. Was in dem Mhm. Gutachten steht, wird vor Gericht dann wieder verwendet und nur das zählt eigentlich. Und das fand ich echt krass als Erfahrung, dass dieser Ja, eine Mensch, der einmal eine Stunde erlebt hat, alles andere außer Kraft setzt. ja, das ist schon heftig natürlich und, also, ich weiß noch, ich hatte da richtig doll Angst davor. Mhm, Ich musste ja auch, in Reha gehen, weil ja die Krankenkasse gesagt haben, sie zahlen kein Krankengeld mehr. Ich muss mich jetzt an die Rentenversicherung wenden, beziehungsweise haben sie gesagt, ich muss 'ne Reha machen so. ja, Und dann hatte ich 'ne Reha gemacht, ambulant hier bei mir im Ort, wo ich dachte: „Ah, habe ich das Glück, weil ich habe halt 'n Hund. Ich muss halt irgendwie dann“, ja, ne? Und meine Mutter hat dann tagsüber sich um den Hund gekümmert und ich war dann abends da. Und mir ging's dann aber im Laufe der Reha so extrem schlecht. Also, ich habe wirklich nach der Reha 3 Monate gebraucht, um mich von der Reha wieder irgendwie in den Zustand, den ich vor der Reha hatte, ähm, zu kämpfen. ja, Also, bei mir wurde das auch viel schlimmer, auch die Erschöpfung extrem. Ähm, und dann musste ich auch zum Gutachter, für die Rentenversicherung, weil ich Teilerwerbsminderungsrente beantragt hatte. Und, ich habe so Angst gehabt davor, vor diesem Termin. Weil ich auch nur gewohnt war, mich immer verteidigen zu müssen, immer ja, kämpfen zu müssen mit den Ärzten, dass sie mich ernst nehmen, und nur weil die dann sagen: „Ja, Sie sind jung und Sie sehen doch gut aus, haben Sie doch einfach Spaß in Ihrem Leben.“ Also, es war ganz schlimm und ich bin dahin und ich habe wirklich gedacht so: „Oh mein Gott.“ Und dann kamen dann so 2 Frauen in weiß mit so okay. weißen Kitteln und dann haben sie gemeint: „Frau Frey, kommen Sie mit.“ Und dann sind die so vor mir weg so 'n Gang gelaufen und ich so hinterher. Kam mir vor, als würde ich abgeführt werden irgendwie, als hätte ich was verbrochen oder so. Also, es war richtig schlimm und dann saß ich da drin und dann haben die halt meinen Ordner da, angeguckt und dann hat die auf einmal gesagt: „Ja, und Sie arbeiten noch?“ Und ich: „Ja, ich muss ja arbeiten. Ich kann ja mich Mhm. nicht krankschreiben lassen. Ich bin selbstständig, ich habe 'ne Firma, ich habe Mitarbeiter, und dann hat die gemeint: „Ja, aber das, was sie hier liest und so, das hört sich ja an, als würde ich ja eigentlich volle Erwerbsminderungsrente bekommen.“ Und dann hat sich das total gewendet Ich höre und die quasi war den Stein total purzeln.
Ja, die hat dann gemeint so: „Also, Frau Frey, das ist ja schrecklich, was Sie, hier an Diagnosen haben und wie es Ihnen geht.“ Und ich habe dann angefangen zu weinen und ich habe nicht mehr aufhören können, weil es war wirklich für mich, ich habe so damit gerechnet, kämpfen zu müssen. Und dann Mhm. saß ich da und dann hat diese Frau Verständnis gehabt und hat gemeint: „Ja, aber Frau Frey, ganz ehrlich, Sie können doch überhaupt nicht mehr arbeiten.“ Da habe ich gemeint: „Ja, Ja, eigentlich kann ich nicht mehr arbeiten. Meine Mitarbeiter arbeiten halt, aber es hängt halt trotzdem an mir, wenn's 'ne kleine Firma ist. Die Kunden, die wollen alle irgendwie, die Chefin haben oder ich schmeiße halt trotzdem den Laden, ne?“ ja, Ich habe da wirklich geweint. Also, das war dann sogar mal 'ne positive Erfahrung, aber es hat mir letztendlich nicht geholfen, beim Rentenantrag, weil es hat dann noch mal 2 Jahre gedauert, bis ich überhaupt endlich, schwarz auf weiß bekommen habe, dass ich jetzt Rente kriege. krass. Und ich Siehst du, bei musste mir war das Gutachten weiterarbeiten. das alles Zerstörende quasi. Das Also, ist und das ist, wirklich verrückt, ja. man denkt, man ist hier in 'nem guten Gesundheitssystem, man wird aufgefangen, wenn man, krank ist. Ähm, und ich habe da ganz schlimme Erfahrungen einfach auch gemacht, ne, so wie du und so wie viele andere, mit denen ich halt auch schon da drüber gesprochen habe. Und das ist wirklich, ähm, was einen zusätzlich noch kränker macht. Total. Und du musst also, das hört sich auch komisch an, wenn ich das so sage. Man hat das Gefühl, man muss ja auch so krank bleiben, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie ich das meine, aber wenn Ne. man die ganze Zeit ne, also nicht so krank bleiben, aber du musst ja alles wahrnehmen und immer alles, dich rechtfertigen. Du musst ja ständig in dich nicht reinhorchen, aber du hast ja ständig dieses: „Oh, jetzt muss ich das protokollieren, um zu zeigen, hier, so und so ist es.“ Mhm. Du schaffst ja gar nicht zwischendurch mal zu leben oder irgendwie, wenn's dir mal besser geht, das auch zu nutzen. Jeden Tag, wo es mir besser ging, dachte ich immer: „Oh Gott, wenn das jetzt jemand mitbekommt, dann ist wieder alles weil dann wird dieser Tag als Beispiel genommen und nicht die ganzen Tage, wo ich halt nicht konnte“, ne? Ja, und dann heißt es gleich so: „Ah, wenn die in Urlaub fahren kann, dann geht's ihr ja gut.“ Dann, Genau, genau. Und das ja. meine ich mit dem, man hatte Mhm. das Gefühl, in diesen Kranken drin bleiben zu müssen, um wahrgenommen zu werden und gar nicht dieses, wo es einem 'n paar Tage mal besser ging, nutzen und genießen zu können. Oder Mhm. das, hat mich extrem, ja, bewegt oder beschäftigt die ganze Zeit über, weil ich wollte unbedingt, ne, ich habe immer gemerkt, dass ich aber ständig an Grenzen stoße und, andererseits wurde es halt trotzdem überhaupt nicht irgendwo wahrgenommen. Also, außer von den Ärzten, die mich halt lange betreut haben oder wo Mhm. ich lange hingegangen bin, ne? Die haben das absolut gesehen, aber die was zu sagen hatten, halt leider nicht. Mhm. Und ich hatte wirklich das Glück, das familiäre Glück, dass ich hier das so in der Zeit, aufbauen und erweitern konnte. Also, meine Mutter hat 'n Geschäft seit jetzt 30 Jahren mit, so Geschenkartikeln. Ich habe gesagt: „Wir nehmen gebrauchte Sachen dazu und helfe jetzt Leuten, wenn die Sachen abgeben wollen und verkaufe die.“ Das kann ich halt immer machen, ne? Mhm. Und berate die Leute. Und das ist aber zeitlich halt komplett flexibel. Mhm. Und das hilft mir sehr und ich muss mich vor meiner Mutter auch nicht rechtfertigen. Wenn's mir nicht gut geht, dann arbeite ich halt nicht. Mhm. Und diese Möglichkeit hat man in der freien Wirtschaft nicht, Ja, nirgendswo. das Also, ist wirklich wenn du dann super. nicht kannst, muss jemand anderes deine Aufgaben übernehmen. Und Mhm. das erzeugt auch so 'n emotionalen Druck, dass ich mir das halt überhaupt nicht vorstellen konnte und auch nicht vorstellen kann. Also, jemals irgendwie in irgend 'nen anderen normalen Job zurückzugehen. Davon abgesehen, dass mir das, was ich mache, sehr gut gefällt, aber einfach dieser Druck, weil du weißt, wenn du ausfällst, dann muss jemand anders deine Arbeit machen. Ja. Und dann gehst du ständig über deine Grenzen, weil du ja weißt, sonst muss jemand anderes das übernehmen. Mhm. Und das finde ich extrem schwierig, Mhm. dass es da eigentlich gar keine Möglichkeit, jedenfalls bei den Möglichkeiten, die ich für mich gesehen habe, aber halt gar keinen Raum für jemanden gibt, der halt nicht funktioniert, Mhm. so wie man funktionieren sollte, ne? Ja, also auch zum Thema Tilidin. Ich habe es ja vorher schon angedeutet, dass ich da Mhm. ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe und, das ist nur nicht nur 'ne schlechte Erfahrung mit dem Medikament selber, sondern auch mit 'ner Arztpraxis, wo, mir Hilfe verweigert wurde. Also,
Es ist einfach, wenn man krank ist und an ja, einfach bei vielen Ärzten ist und so, man ist irgendwie, ähm ja, auch abhängig, von denen, ob die einem jetzt 'n Rezept verschreiben oder nicht und, ne? Und, ich weiß noch, ich habe damals, ich glaube, von meinem Schmerztherapeuten Tilidin hat er mir aufgeschrieben, ich soll das doch mal probieren, weil, Gabapentin und, die Sachen, die haben mir alle nicht geholfen, obwohl ich Nervenschmerzen hatte. Also, ich habe irgendwie immer nur die Nebenwirkungen gehabt und dachte: „Cool, jetzt habe ich Schmerzen und Nebenwirkungen, toll.“ Also, und dann hat er mir Tilidin genommen und ich hatte dann wirklich auch mal so schlimm Schmerzen. Ich hatte die aber als Tabletten, so Riesendinger da. Und dann ging's mir mal so schlecht und dann habe ich d eine genommen und die hat irgendwie nicht gewirkt und dann habe ich noch eine genommen. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 dann genommen. Und, habe dann irgendwann gemerkt, ich sitze aufm Sofa und unterhalte mich mit mir selber, weil ich mir gegenüber sitze. Das ist gruselig. Ja, und Ja. da habe ich dann irgendwie gemerkt, so also, das Krasse ist, ich habe es noch registriert. Also, so richtig Mhm. so, ich unterhalte mich grade mit mir und ich sehe mich grade selber. Äh. Ähm Und dann war ich einfach nur müde und ich wollte schlafen und ich habe dann aber wirklich bin aufgestanden, habe den Beipackzettel genommen und habe gelesen, was an Nebenwirkungen sein kann, ähm, und, was halt bei 'ner Überdosis passieren kann. Und du kannst halt bei 'ner Überdosis tatsächlich, ähm, versterben. Also, es kann sein, dass dein Herz aufhört zu schlagen bei 'ner Überdosis. Und ich hatte dann so Panik einzuschlafen, hm, dass ich dann beim Schmerztherapeuten angerufen hatte, der war aber im Urlaub. Dann habe ich bei meiner Hausärztin angerufen und war dann schon am Telefon halt aufgelöst. Willst du kurz gucken wegen deinem Hund? Ich hoffe, er ist gleich wieder ruhig. Alles Ich habe gut. ihn jetzt nur Erzähl zweimal weiter. bellen gehört. Deshalb, das wird. Okay. Ähm, genau, und dann hat die, Arzthelferin, die dann halt ans Telefon immer geht, der habe ich dann halt gesagt so: „Boah, ich habe Tilidin genommen. Ich glaube, ich habe zu viel genommen. Ich glaube, ich habe 'ne Überdosis. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe Angst, dass ich irgendwie einschlafe und nicht mehr wach werde.“ Und dann hat die gemeint so: „Ja, wie kann man denn so blöd sein und zu viel davon nehmen?“ Mhm. Und ich so: „Ja, ich hatte halt so doll Schmerzen und das ging irgendwie nicht weg und ich wusste nicht.“ Und dann, hat die gemeint: „Ja, wer hat Ihnen das denn verschrieben? Hier steht nix davon in Ihrer Akte.“ Und dann habe ich gemeint: „Ja, der Schmerzarzt.“ „Ja, dann gehen Sie dann sollen Sie da anrufen.“ Und ich so: „Ja, ich habe schon angerufen.“ Dann habe ich schon angefangen zu weinen, ne? Und dann hat die Ja, einfach logisch. aufgelegt. Wow. Und Die was hat hast du dann dann einfach gemacht? aufgelegt und ich saß da mit meiner Panik, dass, wenn ich einschlafe, ich nicht mehr wach werde. Und ich wollte Ja. leben. Ich wollte einfach, dass die Schmerzen aufhören, aber ich wollte trotzdem leben und habe mich dann dran erinnert, dass in 'ner alten Arztpraxis, 'ne Frau war, bei der war ich zwar nie, das war so 'ne, Gemeinschaftspraxis, so 'n Pärchen, die hatten sich dann aber getrennt. Und mit dem hatte ich leider auch schon schlechte Erfahrungen, deswegen war ich nicht mehr dort, aber seine Frau ist mir dann eingefallen. Dann habe ich bei der in der Praxis angerufen und die haben sofort hat die mit mir dann alles besprochen. Wann habe ich die Tabletten genommen? Wie lang ist das jetzt her? Wie fühle ich mich? Wie geht's mir? Und hat dann auch wirklich das dann gesagt: „Okay, es ist eigentlich so in den ersten 1, 2 Stunden, wo wirklich dann was richtig passieren kann. Wenn man da drüber hinweg ist, ist die Wahrscheinlichkeit nicht mehr so groß.“ Und hat dann mit mir wirklich vereinbart: „Okay, ich soll jetzt versuchen, 1/2 Stunde noch wach zu sein und soll anrufen und, wenn ich nicht anrufe oder ich weiß gar nicht, die haben dann angerufen, wenn sie mich nicht erreichen, schicken sie 'n Notarzt vorbei, so Krankenwagen.“ Und Aber das ich war finde auch dann krass, meine dass du nicht Sicherheit. ja, deine Sicherheit, aber ich finde es auch krass, dass die nicht also, dass der Notarzt dann erst als Option aufkam. Also, ich hätte den schon wahrscheinlich früher
gesehen in der Situation, einfach Ja zur gut, sie hat mich Sicherheit. ja, Ja. viele Sachen gefragt und hat auch gemeint, Mhm, sie kann auch mit mir noch normal reden, ich reagiere normal und mhm, so. Also, sie hat da schon viel hat sich wirklich Zeit genommen und, okay, das ja. ist dann auch wirklich alles gut verlaufen. Aber Aber das will man nie wieder erleben, ja. ja, und dann war halt für mich Tilidin Geschichte. Mhm, Ne, also verstehe ich so, sehr. das war meine Erfahrung damit. Verstehe ich total gut. Ich hatte halt nur dieses, wirklich abhängig werden davon, das möchte Mhm. ich halt auch nicht, Ja. wiedererleben, diesen also, was Suchtdruck bedeutet, daran erinnere ich mich noch sehr gut und das ist schon krass. Also, man Also, kann dann war auch dann bei dir so 'ne richtige Sucht, sodass du gedacht hast, du musst halt immer wieder diese Tropfen nehmen, mhm, also, ich obwohl habe so 'ne keine Unruhe und Schmerzen dass da die sind? ja, ja, auf jeden Fall. Einfach auch dann, weil ja die Angst, dass das sonst wieder anfängt, es fing ja dann an und sofort, wenn ich Tropfen, ließ das ja nach. Und das, ja, also die Gedanken drehten sich dann sehr viel darum, also viel, viel, viel zu viel. Jetzt bist du wieder eingefroren. Warum? Ja, jetzt bist Jetzt du wieder bist da. du wieder da. Entschuldigung. Ja, Hey. super. Also, meine Gedanken kreisten dann da total drum und ich habe auch so 'ne ganz dolle innere Unruhe erlebt, mehrfach am Tag. Also, Mhm. so ein Ungleichgewicht innerlich, ich kann das ganz schwer beschreiben, aber als ob man wirklich einfach bloß hin und her laufen will wie 'n Hamster im Käfig. Und das, habe ich beim Zug dann in ganz großem Ausmaß erlebt, als ich den gemacht habe und wusste dann: „Okay, das sind halt die ganze Zeit Entzugserscheinungen gewesen", ne? Dieses ständige da drum kreisen, diese Unruhe Ja. und so weiter. Und das war schon sehr, sehr heftig da. Und auch Mhm. zu erleben, was damit alles zusammenhing vorher, ne? Mhm. Ähm, das das habe ich jetzt, bei dem Medikament, so wie ich's jetzt nehme und auch ganz darauf achte, nie mehr zu nehmen, halt zum Glück nicht mehr. Da bin Mhm. ich sehr froh. Also, Und du bist von Tilidin komplett weg und, mhm, nimmst jetzt was nimmst du jetzt? Tapentadol nehme ich jetzt, Mhm. aber also insgesamt viermal am Tag, das klappt für mich ganz gut, ähm, weil dann kann ich das so 'n bisschen variieren, wie's mir grade geht, ob ich morgens dann halt 'n bisschen schon mehr nehme und dann über 'n Tag strecke oder ja, das ist grade für Mhm. mich die beste Lösung. Und ich habe 'n Leben wieder dadurch, also so wie ich's mir gewünscht habe, zumindest in Teilen, ne? Mhm. Der Preis ist zwar immer hoch, wenn ich was mache, aber ich kann wieder was machen und das ist total schön. Mhm. Das Ja. ist einfach ähm, Adrenalin ist 'n ganz tolle Sache, habe ich für mich festgestellt, dass es mich auch wirklich über solche weiß ich nicht, dass ich zu 'nem Konzert gehe und das wirklich genießen kann. Das war vor 'n paar Jahren ja gar nicht denkbar. Und dass dieses Adrenalin mir hilft, diesen Abend auch wirklich zu genießen und danach muss ich dann aber halt 2, 3 Tage einplanen, wo nichts geht, ne? Wo ich wirklich sehr viel Ruhe brauche und sehr viel Erholung und dann ist das so. Aber ich habe der Mehrwert ist größer als, ja, als das nicht zu machen, als weiterhin darauf zu verzichten. Mhm. Aber ich bin dankbar, dass ich das überhaupt wieder kann. Ja, und vor Ja. allem durch deinen Job hast du halt dann die Möglichkeit, 2, 3 Tage dann, was weiß Genau, ich, aufm Sofa zu liegen und nichts machen zu können, ne? Dafür, dass du halt einen genau, Abend auf'm Konzert warst und was für genau. deine Seele gemacht hast. Genau, und das ist, grad der Idealfall, also, dass sich das so ergeben hat und dass ich das auch wieder machen kann. Also, dass ich für mich erlebt habe, dass ich zumindest zeitweise auch für 'n paar Tage funktionieren kann, das genießen kann. Ich brauche dann halt nur 'n relativ großes Zeitfenster danach zum Regenerieren. Und ich dachte lange, das wäre es mir nicht wert, weil ich das auch als sehr belastend natürlich ist es ja auch, ist immer noch doof, ne, wenn du dann tagelang so gar nicht, einsatzfähig für irgendwas bist. Aber die, Erlebnisse und ja, der Mehrwert ist groß genug für mich, habe ich zum Glück wieder erleben dürfen. Mhm. Ja, Ja, schön. und Und, du ha deine letzte Endo-OP war ja 2017, hast du gesagt? ne, ich hatte danach noch 2. Ich Ach hatte, so, 2020 noch 'ne kleinere, also okay. nicht ganz so umfangreiche und in diesem Januar auch noch mal, weil ich 'ne große Eierstockzyste hatte und die mir extreme Probleme bereitet hat. Mhm, Und dann bin ich im Zusammenhang damit ich hatte den Arzt auch auf dieses Kompressionssyndrom angesprochen, weil ich letztes Jahr bei Herrn Putz war und der,
einige Sachen vermutet hatte, mir das aber zu viel war und ich dachte: „Ich will jetzt mal gesund sein. Ich möchte jetzt nicht diese ganzen Arztbesuche. Ich möchte das grade nicht.“ Also, bin ich gesund, aber ich wollte mich nicht wieder, ne, damit beschäftigen. Ich wollte es einfach wegschieben, solange ich das konnte. Mhm. Und nach der OP konnte ich das aber halt nicht, weil dann das Bein halt immer mehr Ausfallerscheinungen, also so Kribbeln und dass es abgestorben ist und dass ich dachte, das ist halt wirklich alles auch nicht mit der Endo zu erklären und ich muss da das mal weiter untersuchen lassen und habe jetzt vor, ich glaube, 2 Monaten halt May-Turner auf jeden Fall als Diagnose bekommen und weiß noch nicht, was ich damit mache, Mhm. außer dass ich Thrombosestrümpfe trage, wenn ich fliege und mich dann spritzen lasse, aber ansonsten bin ich mir noch nicht sicher, welchen Weg ich da weitergehe, weil ich habe halt keine Lust auf diesen neuen Ärztemarathon. Ich habe halt echt grade, also, nicht, dass man das lustmäßig ab, aber als wenn du so, Ja. ich war 7 Jahre lang krankgeschrieben und habe alles versucht, also, von alternativ über alle möglichen Ernährungssachen, Medikamente, alles. Alles, was ich irgendwie versuchen konnte, habe ich versucht. Und ich wenn ich nicht muss, schiebe ich's jetzt grade erst mal noch, ne? Ja, das ist Ähm, absolut verständlich, weil das kostet so viel Energie und Kraft, ja, diese ja, Ärzte und sich mit dieser Thematik auch auseinanderzusetzen, selber zu recherchieren, sich Wissen anzueignen, und ja, also das kann ich total nachvollziehen, verstehe ich. Und vor allem, wenn du jetzt für dich ja 'n Weg gefunden hast, wo du sagst, so geht's dir eigentlich so weit gut, sodass du halt den Alltag machen kannst. Du kannst 'n bisschen arbeiten, Geld verdienen. Wenn's dir nicht gut geht, kannst du dir die Zeit nehmen, um dich wieder zu erholen. ja, Du hast 'ne Medikation, die dir, hilft, wenn du starke Schmerzen hast. Also, das hört sich ja jetzt erst mal so an, als hättest du eigentlich so alles so eingependelt, dass du damit gut zurechtkommst, ne? genau. Das habe ich im Großteil auch und deshalb, glaube ich, also, ich werde da dem nachgehen müssen einfach, weil dieser Verschluss, auf den, CT-Bildern wohl hochgradig war. Also, ja, irgendwann werde ich mich damit beschäftigen müssen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt Mhm. ist. Wer hat Und, denn, das bei dir diagnostiziert? hm, also, es wurde bei Herr Putz hat es vermutet, ne? Der hatte, und diagnostiziert hatte das dann da, wo ich das CT in Berlin gemacht habe. Die hatten Mhm, das in den Befund reingeschrieben und ich war jetzt bei 'nem Arzt hier in der Nähe, der es auch beim Ultraschall nicht so gesehen hat. Der meinte: er weiß nicht.“ Und dann dachte ich: „Gut, ich habe schon wieder gar keine Lust mehr.“ Ähm, ja, und man mhm, ist dann auch so, also, ich bin dann auch so schnell wieder raus, wenn ich mich aufgerafft habe, mal wieder irgendwo hinzugehen und da mich da mal wieder drum zu kümmern mhm, und dann kommt halt dieses: „Ach, na ja, ich sehe es jetzt nicht so und ich kenne mich damit auch nicht wirklich aus.“ Und dann denkst du schon so: „Na ja gut, dann bin ich jetzt erst mal wieder raus, bis ich mich wieder aufraffe“, ne? mhm. Bis der Leidensdruck wieder so groß ist, dass ich sage: „Jetzt müsste ich mich doch mal wieder darum kümmern“, ne? Genau. Ja, Hm, verstehe also ich. das, ja, das ist halt leider so. Ja. Nur, dass man auch immer Angst hat, trotzdem wie so 'ne tickende Zeitbombe. Also, das habe ich bei der Endometriose das Gefühl und jetzt auch, dass ich immer denke: „Okay, ich kann zwar ignorieren, ne, und ich nehme ja auch starke Schmerzmittel, aber ignoriere ich dann vielleicht was weg, was, wo dann am Ende gesagt wird: „Hätten Sie das mal früher gemacht, dann hätten wir das besser behandeln können.“ Das ist immer so die Angst, die ich 'n bisschen im Hinterkopf Ja, habe. aber letztendlich kann dir Ja, das halt nie jemand sagen, ne? Also, ich genau. sage halt auch immer: „Versuch irgendwie auf deine Intuition zu hören. Bist du bereit dafür oder nicht“, ne? Und, jeder ist da wirklich individuell und ich bin ja auch total am struggeln. Brauche ich noch 'n Stent in der Beckenvene? Ja, nein. Mhm. Kommen die Schmerzen davon, die ich noch habe? Bei mir ist ja auch rechtzeitig die Beckenvene, gestaut. Also, ich weiß, da ist auf jeden Fall noch 'ne riesengroße Baustelle und ich muss jetzt halt auch wieder 'n MRT machen. Dann fängt's schon an, wieder 'ne Radiologie zu finden, die das dann genauso macht. Also, eine hat schon gemeint: „Ja, aber so machen wir das machen wir nicht“, ne? Und also wieder dieses Rumtelefonieren, wo kannst du dann das MRT machen mit Kontrastmittel, genauso wie der Arzt es dann braucht, damit er sich das angucken kann, dass du die CD hinschickst und dann guckt er sich das an und dann musst du hinfahren und da bin ich halt grade auch und denke so:
Ja, Ja. und dann möchte man's gerne von sich schieben, so Ja, und lange wie irgendwann möglich. merkt man: „Oh, es erledigt sich nicht von selber. Scheiße.“ Mhm. Also, dann musst du dann halt doch wieder dran. Aber ich kenne das, man muss Man wirklich braucht auch wieder so irgendwie Erholungsphase, finde ich, von diesem Ärztemarathon. ja, Also, ja, und von diesem ständigen es ist ja auch mal bei Ärzten das Problem, wenn man mit 'ner Diagnose, die man sich selbst erarbeitet hat, kommt. Das kommt ja bei vielen Ärzten noch nicht besonders gut an, leider. ja, auch wenn du 'ne Diagnose von einem Arzt hast und dann Auch kommt ja auch das. vor, dass dann dein Arzt sagt: „Hey, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja Schwachsinn. Das Mhm. so was gibt's gar nicht.“ Also, Ja. ja. Da da war ich vor der letzten Mhm. Endometriose-Operation. Ich habe die so machen lassen, weil ich halt die starken Schmerzen hatte, ne, durch die Zyste. Und habe 'n Krankenhaus genommen, wo ich das vorletzte Mal auch operiert worden bin, weil ich wusste, da kriege ich schnell 'n Termin. Mhm. Das wird, in 'nem relativ kleinen Zeitfenster möglich sein. Aber den Arzt habe ich auf die Kompressionssyndrome angesprochen und gefragt, ob er irgendwie ne, davon hat er keine Ahnung, hat mir das gleich zurückgeschoben und wo ich dachte: „Ey, da müsste doch bei so 'nem Arzt auch so 'n Fortschrittgang irgendwie und so dieses Dazulernen wollen, aber überhaupt nicht.“ Mhm. Und dann Mhm. sitzt man immer da und denkt so: „Schade.“ Ja, leider bei ganz Ja, wenigen ist meine Erfahrung mhm, und ich kenne wirklich ja. mittlerweile extrem viele Ärzte. Ja, ja, bei ganz, ganz wenigen. Und das ist so schade, weil man könnte ja auch so gut voneinander lernen, ne? Die haben ja nun mal nicht selbst die Erfahrungswerte, aber das habe ich halt bei Herrn Putz so doll zu schätzen gewusst, weil der einen ernst genommen hat, ne? Weil ich habe mich da sehr gesehen und sehr ernst genommen gefühlt in dem, was ich habe und auch in dem Umfang, den ich habe, ne? Mhm. Und da dachte ich: „Krass, das geht ja auch so.“ Das habe ich in der Weise ganz selten sonst erlebt. Und das war, obwohl ich den Weg dann erst mal weit von mir geschoben habe, trotzdem sehr heilsam zu wissen: „Okay, da ist jemand, der nimmt das ernst“, ne? Ja, Das es gibt die vereinzelten Ärzte, die auch über ihren Fachbereich hinaus gucken, auch wenn das dann die anderen Ärzte überhaupt nicht gerne sehen, ja, ne? Die reagieren da auch dann manchmal allergisch da drauf und sagen: „Ja, was soll da jetzt irgend 'n Gynäkologe? Was hat der mit Gefäßen zu tun?“ Und, oder hier der Doktor Schollbach, der ist nur Kinderarzt. Also mhm, ja, es ist schade, es ist traurig, aber ich bin froh, dass ich wirklich einzelne Ärzte kennengelernt habe und da gehört auch der Doktor Jeniken dazu, ähm, die offen sind für Neues und die ja. interessiert sind und die dann wirklich sich auch damit beschäftigen und die beschäftigen sich halt auch wirklich im Privaten dann damit. Also, die Und die opfern auch dazulernen ihre wollen, ne? Freizeit, um sich damit zu beschäftigen, sich einzulesen. Und, das hat mich auch so 'n bisschen geheilt, dass es auch solche Ärzte gibt, Ja, ähm, die einem glauben und einen ernst nehmen und wirklich gemeinsam gucken wollen, wie kann man da, ja, irgendwas machen, damit's den Patienten besser geht. ja, ja. Welche Stellschrauben sind da möglich, ne? Und auch Ja. verschiedene Wege aufzeigt. Das ist sehr, sehr wertvoll, aber leider sehr selten. Ja, wir haben jetzt schon über 'ne Stunde aufgenommen. Ja, Ich glaube, wir könnten ewig reden, aber ich denke, wir haben jetzt hier auch noch mal wirklich auch 'n ja, querbeet Rundumschlag. eigentlich so 'n bisschen Themen, aufgezeigt von Medikament, über, ähm, ja, Rente und Berufsleben. Und ich danke dir, dass du da so offen und ehrlich da drüber gesprochen hast und 'n Einblick gegeben hast für alle, die jetzt Ja, sehr zugehört gerne. haben. Also, ich habe auch immer so Erfahrungsberichte gelesen und festgestellt, da zieht man sich immer so 'ne Kleinigkeit für sich selbst raus: „Was kann ich noch machen?“ Genau in der Situation grade, in der ich bin. Und das, fand ich sehr wertvoll und ich hoffe, dass das anderen dann auch so geht. Ja, ich denke auf jeden Fall. Selbst wenn man einfach das Gefühl hat, anderen geht's genauso und man ist nicht alleine. Ja, ja, absolut. Ja. So, das war's für heute. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast.
Bitte bedenke, dass alle besprochenen Behandlungen und Therapien keine Empfehlung sind, sondern von dir selbst gut durchdacht und recherchiert werden sollten. Es gibt bisher nicht die eine Lösung. Wir stehen noch am Anfang und jeder Krankheitsverlauf ist individuell und sehr komplex. Wenn du dich näher informieren möchtest, dann schau auf der Instagram-Seite von Vascular Voices vorbei. Dort gibt es wöchentlich Beiträge zu den Gefäßkompressionen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du magst, kannst du unten ins Kommentarfeld schreiben, wie du sie fandest, oder den Podcast mit Sternen bewerten. Damit hilfst du selbst aktiv mit, die Krankheit bekannter zu machen. Denn glaub mir, du bist nicht allein. Wir sind ganz viele.